Meine Dissertation handelt vom Green Deal, vom Fit for 55-Paket, von der EU-Taxonomie-Verordnung. Und ich habe mich damit auseinandergesetzt, wie Wohnbauförderungsrichtlinien diesen Vorgaben der EU gerecht werden können und auch insbesondere der Nachhaltigkeit und dem Klimawandel auch entsprechen, der ja heuer wieder uns besonders stark getroffen hat, und habe die neuen Wohnbauförderungsrichtlinien der neuen österreichischen Bundesländer analysiert, zusammengefasst, geclustert und bewertet und davon neue Richtlinien abgeleitet, die entsprechend ergänzt wurden, wo es entsprechende Lücken gibt, die eben der neuen EU-Gebäuderichtlinie auch entsprechen und eben dem Fit for 55-Paket, um den Klimazielen, die sich die EU gesetzt hat, auch gerecht zu werden. Die wichtigsten Ergebnisse meiner Arbeit sind erstens, dass die bestehenden Wohnbauförderungsrichtlinien nicht den Anforderungen entsprechen. Das ist mein Zugang, das ist mein Ergebnis aus der empirischen Forschung. Und was bei den Wohnbauförderungsrichtlinien derzeit komplett fehlt, mit dem ich mich insbesondere auseinandergesetzt habe, das ist die Circular Economy, die Digitalisierung und eben diese beiden Aspekte, die fehlen komplett. Und da habe ich mir Gedanken gemacht in der Dissertation, wie man diese Bereiche in den Wohnbauförderungsrichtlinien implementieren kann. Ich halte etwas von Lifelong Learning. Ich werde jetzt 59 Jahre alt und habe meine schulische Ausbildung in den 80er Jahren gemacht, wo es noch keine Digitalisierung gab, wo wir noch analog gearbeitet haben. Und die Arbeit macht mir grundsätzlich Spaß. Ich bin von der Ausbildung Bauingenieur und das Studium hat mir insofern sehr viel gebracht, dass ich mich mit diesen neuen Handwerkszeugen der Digitalisierung auseinandersetzen musste und habe davon eben sehr stark profitiert. Ich habe eigentlich vor 10 Jahren schon zu studieren begonnen mit einem Diplom und habe zwischenzeitlich 2 Masterarbeiten, 2 Masterstudien absolviert, und ich wollte einfach noch da ein Sahnehäubchen aufsetzen bei meiner Ausbildung, und so bin ich auf das Doktoratsstudium, auf diesen Studiengang gestoßen, und wovon ich insbesondere eben profitiert habe, ist das wissenschaftliche, akribische Arbeiten, was für die Dissertation erforderlich war. Und was mich besonders inspiriert hat, waren eben die Menschen, die ich bei diesem Studium auch kennengelernt habe, eben die Mentoren, den Martin Stieger, den Nikolai, die das Studium organisieren. Und ich bin auch sehr positiv überrascht von den Professoren hier an der Unibit-Universität, die mit sehr hoher Kompetenz mich beim Doktoratsstudium begleitet haben und auch heute bei der Verteidigung. Man spürt einfach, dass da auch eine menschliche Komponente sehr wichtig ist. Ja, ich halte es besonders wichtig, dass man konsequent an den Arbeiten dranbleibt, dass man die Einsendeaufgaben möglichst schnell absolviert und auch die Publizierungen, die erforderlich sind, und keine langen Pausen einlegt, weil es ist immer schwierig, wenn man sich dann wieder aufwärmen muss und wieder neu durchstarten muss. Ich habe jetzt in Summe 2,5 Jahre gebraucht vom Dissertationskonzept weg, und das war nur möglich, weil ich mich wirklich sehr intensiv dem Studium gewidmet habe, und das kann ich nur jedem Studenten auch so empfehlen.